Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder eine Wochendeko von mir. Doch zuerst schauen wir uns einfach mal die letzte an. Und zwar habe ich hier noch dieses Be Free hinzugefügt und ein paar Sticker, weil ansonsten nicht viel einzutragen war. Und dann geht es auch schon los mit der nächsten Woche. Zack. Es gibt auch ein Thema. Und zwar haben mein Freund und ich unseren ersten Jahrestag, deswegen wird es vielleicht ein bisschen liebeslastig. Und ich habe mir dafür dieses Bild hier bei Pinterest ausgedruckt. Und also hier steht immer Love, 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 Love. Kitschig. Und die Tapes habe ich mir schon mal rausgesucht. Das hier ist von Filonia mit mintgrünen und roten Herzchen. Und die zwei hier sind aus Theresa Collins Sets. Ich glaube, das hier ist nicht mehr erhältlich. Bei dem weiß ich nicht. Und ja, dann fangen wir doch gleich schon mal an, damit es nicht wieder so lang wird. Und ich mal schaffen. Genau, ich mache das mintgrüne Herzchen-Tape hier einfach drunter. Oh yeah. So. Gerade kleben, gerade kleben. Tada! Und dann schneiden wir das hier ab. Ich bin mal gespannt. Zack. So. Und dann werde ich das hier, glaube ich, einfach schon mal festkleben und mit dem dann drüber gehen. So. Wo ist jetzt mein Roller? Oh Mann, wenn ihr wisst, wie der Schreibtisch aussieht. Ach, da ist er. Heute ist Sonntag und ich will eigentlich auch noch ein bisschen aufräumen und habe bisher nur so das Gröbste beseitigt aus irgendwelchen Pappkartons oder sowas. Wir sind auch momentan dabei zusammenzuziehen, also wir sind jetzt dann ein Jahr zusammen und dauernd hier am Renovieren und alles ist in Kisten. So. Machen wir es mal so ein bisschen nach oben. Ein bisschen nach da. Dann fest ist festgeklebt. So, dann kommt unsere Schreibmaschine zum Einsatz. Oh, ein Tape ohne Anfang, nee, da. Und das klebe ich, glaube ich, nicht bis ganz runter, sondern mache da so einen Fleck draus. Ich finde Rot und Mintgrün ist ja auch irgendwie so eine Wahnsinnskombi. Keine Ahnung, wer da drauf gekommen ist, aber es sieht irgendwie ganz gut aus. Wäre aber, glaube ich, nicht meine erste Wahl gewesen. Ich habe übrigens auch extra diesen Pullover mit den Herzen angezogen, damit er so zum Gesamtkonzept des Tages passt. Oh Mann. So, und dann gehen wir das mal hier so drüber. Bis ungefähr da. Ich wieder mit meinen Schichten. Einfach nur draufkleben ist ja langweilig. Zack, schön. Und dann kommt das Tape hier unten hin. Das ist ja schon so schön mint und rot. Oh, ja, drüber oder aufhören oder flaggen. Wir flaggen das mal. Wenn du nicht weißt, wie du den Übergang machen sollst, dann schneid einfach eine Ecke rein. Ich hatte auch mal so eine ganz kleine Schere. Ich weiß leider noch nicht mehr wo. Und so. Wonderful. Und dann kommt das hier auch unten hin. Ganz ohne Ecken und Kanten. So, also das Gute ist, bis hierhin wusste ich diesmal, was ich tun will.
Und jetzt wird es wieder experimentell. Ich glaube, wir machen erstmal hier die Stempel. Und die sind hier. Und zwar nehmen wir dann logischerweise wieder das Herzchen. Und unser kleinen Acrylblock. Und zack. So, wieder mein Stempelregenbogen von Memento und den roten. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, wo ich die denn her habe. Und zwar habe ich die auf der Wanda bestellt in einem Shop namens Utensilien mit IJ, also so ein bisschen holländische Schreibweise. Ich glaube, die haben 28 € gekostet. Ups. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag frei, Freitag, Samstag. So, das sind jetzt erstmal meine festen Arbeitstage, Arbeitszeiten. Und, ups. Morgen. Oh, ja, geht schon los hier. Montags arbeite ich immer zweimal, also abends nochmal. Und, wischen. Ich habe kein Alkoholproblem, sondern ich arbeite in einer Bar und mache da Cocktails. Deswegen steht da montags bei mir immer Bar, falls sich irgendjemand darüber gewundert hat. Und da habe ich ein Fotoshooting. Store. Soweit so normal alles. Dann, ja, wie geht es jetzt weiter? Ich habe hier solche Sticker von Thema zu Buchstaben und da dachte ich mir, ich könnte ja diese weißen hier nehmen. Das sieht ja ein bisschen aus wie so Schreibmaschinenschrift und mir quasi da was reinkleben. So. Kitschig. Nur ein S. Nee. Wer hat denn die Aufteilung gemacht? Na ja, gut. Also. Ups. Geht schon gar nicht ab. Ah, okay, die sind durchsichtig. Ja, das ist ja perfekt. Zack. Gibt's nicht. Also. Mein Freund weiß ja, dass ich dieses Hobby habe und dass ich das mache. Und dass sein Name manchmal in meinem Kalender dran vorkommt. Und er hat mich mal irgendwann gefragt, ob die Mädels von Instagram schon nach ihm gefragt hätten. Ich so, nein. Und dann meinte er so, du brauchst mehr Follower. Es geht hier nicht um dich, mein Lieber. So. Oh Mann. Also sind eigentlich ganz cool, die Sticker, aber so qualitätsmäßig ist das ja schon ein bisschen anstrengend. Nehmen wir erstmal das N hier. Und dann so ein schickes Und, wie praktisch. Oder auch nicht. Ja. Sören und ja. Schön. So. S. Falls ihr euch wundert, ich bin übrigens Sandra. Zack. Und ein R. Ein Buchstabe noch.
So, taugt das was? Ich hoffe doch. Puh. So, dann möchte ich, glaube ich, noch mit diesem Dymo-Teil hier schreibe ich jetzt noch was. Das sieht ja auch immer so nach Schreibmaschinen oder sowas aus. Und zwar schreibe ich jetzt einfach Jahrestag. Das ist übrigens der, den es vor kurzem bei Depot gab und ich bin sehr zufrieden. Ich habe meine ganzen Labels damit gemacht. So, und dann jetzt auf dieses komische Scherenlinks. Jahrestag. Und das ist praktischerweise der Donnerstag, an dem ich sowieso frei habe. Party. Und ich glaube, ich werde das schichten. Also ich mache jetzt dieses Herzchentape da drunter und klebe das Schwarz dann da drauf. Nicht kaputt gehen. So, leider weiß ich gar nicht mehr, woher ich dieses Tape eigentlich habe. Vielleicht Arte Benne oder sowas im Galeria Kaufhof. Aber ich habe es schon ziemlich oft benutzt. Ich will ehrlich sagen, wie lange bist du ungefähr? Ja, das kommt hin. Da schneide ich auch wieder meine über alles geliebten Ecken rein. So. Dann brauche ich aber nicht. Doch. Dann schneiden wir das noch hier so ein bisschen ab. Und hier vorne noch ein bisschen ab. Und dann geht es ans Knibbeln. Wenn das Video jetzt eine halbe Stunde dauert, dann deshalb. Ich habe halt auch so kurze Fingernägel. Ha. Ich habe ein Werkzeug benutzt. Ich bin ein Genie. Vielleicht auch nicht. Jahrestag. So. Taugt das was? Ich hoffe doch sehr. Ja, ich glaube, damit wäre ich dann jetzt auch relativ zufrieden. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir könnten das jetzt auch einfach noch mal gerade einheften zusammen. Runde Ecken für den Retro-Charme. So. Und da passt ja die Schleife, die ich für den Valentinstag gemacht habe, wieder so super dran. Und ich habe endlich auch noch diese Chibo-Klammern bekommen. Die waren jetzt im Sale ganz plötzlich wieder im Rewe und dann machen wir hier auch noch mal so ein Herz dran. Ja, so rum. So, ich und meine Klammern. Okay, dann sehen wir uns nächste Woche.